So, liebe Leute, der Gangerl ist jetzt in Kappas auf unserer Quarantäneinsel, die also wirklich wunderschön ist, vor allen Dingen, weil momentan keine Touristen sind. Wir haben also die Insel erkundigt, sind auf den Berg gestiegen und sind laufend mit der Harpune unterwegs und natürlich überwiegend mit der Kamera. Nicht nur Höhen und Tiefen erlebt man auf einem Weltumseglerschiff, man ist also laufend am Arbeiten, aber das wird alles verschönert und versüßt, weil wir jeden Tag zum Schnorcheln gehen und mit der Harpune seinen Fisch schießt. Und da ist es also halb so schlimm, wenn man mal ein paar Stunden wieder am Schiff arbeiten muss. Und was ich also jetzt da in diesem Video erlebt habe, das zeige ich euch jetzt. Da wir ja nicht nach Indonesien ausreisen dürfen, sind wir jetzt auf einer Trauminsel in der Nähe von Terengganu in Malaysia quasi gestrandet, unfreiwillig, weil man uns einfach nicht rauslässt. Aber wir können es aushalten hier. Es ist also wunderschön, eine einsame Insel. Uns geht's gut, wir haben einen Haufen Essen dabei. Und da werden wir jetzt halt aushalten, solange bis die ganze Gaudi vorbei ist. Und fischen können wir, Harpune habe ich also keine Angst. Das Einzige, was hier gibt es keine Frauen. Aber die braucht man nicht. Und schon wieder muss ich auf die Jagd gehen, weil meine Zivilisationsfreunde haben Hunger und wollen unbedingt einen Fisch. Und da es ja keinen Supermarkt gibt, wo ich einkaufen kann, dann muss ich ihn halt schießen.
Bei dem Plastik, was ich gefangen habe. Ihr Mörder! Aber das ist voll Idioten, die Blöden. Sie gehen in den Supermarkt, verstehst, machen sich null Gedanken, wie der Fisch gefangen worden ist, weil wahrscheinlich von japanischen Fischern, die da Netze, 10 Kilometer lange Netze nachziehen. Alles Jungfisch verreckt bei denen. Nee, und wenn ich mein Mittagessen schieße, da tun sich manche Leute da aufregen. Die haben ja alle für mich einen Dachschaden. Sie gehen in den Supermarkt, verstehst du, und ich muss auf die Jagd gehen, dass ich nicht verhungert. Nicht mit mir. Ich schieße nur das, was ich esse. Merkt euch das daheim. Ich spreng den scheiß Kanu in die Luft. Scheißdreck, verreckter Dreckscheiße. Ach, in diesem Scheißschiff alle 5 Minuten ist was Neues kaputt. Jetzt seit einer Stunde läuft hier die Lichtmaschine, weil die Batterie wieder leer ist. Und jetzt sehe ich gerade, dass die Lichtmaschine gar nicht ladet hat, 12 Volt. Also müsste auf 13 schon nach einer Stunde raufgehen. Dieses Schiff ist ein einziges Chaos. Da blickt keiner durch. Da kann er alles rausreißen, alles neu machen. Ja, gut. Aber irgendwo eine Lösung finden? Nein, keiner findet eine Lösung hier. Diese Scheißkiste. Daher kommt, zack, auf einmal raucht's. Kreuzsakrament, Kruzifix, Kruzifix, Sakrament, Kreuzsakrament. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Captain geht baden, baden. Total durchschwitzt von der Arbeit. So, jetzt machen wir also einen Frühsport. Wir fahren jetzt also zu einem kleinen Hügel, der ist nicht hoch, vielleicht 100 Meter oder 200. Da steigen wir auf, haben eine schöne Aussicht und dann fahren wir in eine Fledermaushöhle. Hoffentlich werden da meine Gäste richtig hergefieselt, weil die sollen ja in die Haare fliegen. Aber darum habe ich eine Kappe auf. Servus. Verschrecken. Spritmangel. Das ist genau das, was der Gang akzeptiert. Das gab es also schon vor 30, 35 Jahren, dass die Fischer ihre Leinen, ihre Netze verloren haben und dass die angespült wurden. Das allerdings hat die Neuzeit gebracht. Es trinkt keiner mehr in Asien hier Wasser aus dem Brunnen, alles nur Trinkflaschen. Und die sammeln sich auf den schönsten Stränden massenweise an, weil die sind die größten Verursacher, was die Trinkflaschen betrifft.
Überall haben die Chinesen nur jede Flasche ins Wasser geschmissen. Habe ich also alles beobachtet. Auf zu Gott, die Hölle brennt! Ich habe mit 78 gehört. Jetzt geht es also auf die Westseite, wo also zwei kleine Hotels stehen. Ja, wir haben jetzt gerade unser Schiff verlassen und sind jetzt hier zum Strand, wo Touristen also auch festgehalten werden. Zwei Deutsche gesprochen und die Einheimischen waren sehr nett, haben uns also Info gegeben. Wenn wir rüber ans Festland fahren würden, nach Terengganu, sofort vom Militär festgesetzt werden. Also glaube ich, bleiben wir lieber hier. Die einzige Möglichkeit, was wir noch haben, vielleicht rauf nach Terengganu und Perhentian zu segeln, weil ein Segelschiff, da haben sie also keinen Eingriff drauf. Ich kann mich doch fortbewegen. Allerdings werden wir wahrscheinlich keinen Markt besuchen dürfen und die Restaurants sind eh geschlossen. Wir müssen halt jetzt aushalten, harren, bis sich die Lage hier wieder glättet. Wahrscheinlich aber mein Indonesien-Plan ist gestrichen, weil die Indonesier habe ich schon kennengelernt, die sind sowas von korrupt. Was uns da passiert, was da abläuft mit uns, wenn wir da einreisen, wenn wir auch vielleicht hier ein Attest haben, dass wir also Corona-frei sind, werden wir wahrscheinlich da drüben auch festgehalten werden. Dann werden wir halt weiterhin hier im Paradies ausharren, bis sich die Lage glättet. So, liebe Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wir werden euch also noch einiges mehr zeigen auf unserer Quarantänetour hier in Malaysia. Wenn es euch also gefallen hat, dann abonniert also meinen YouTube-Kanal, das würde mir helfen und bis zum nächsten Mal. Servus. Ihr großaugenden, schieraugerten, schachtelzoderten, hohlwangerten Weiber. Hollere, dri, ho, dri, hi. Mei, oh mei. Wenn ich mir um ein Dirndl schaue, dann weiß ich ganz genau, rund muss sein. Und ein wenig Rest schon mei, ja mei, oh mei.
Die eine Mädel kenn ich schon, da renn ich lieber gleich davon. Ist nix droh, nix hält und nix verroh. A Hirtenmädel mag ich nicht, hat keine dicken Wadel nicht. Ich mag a Mädel aus der Stadt, was dicke Wadeln hat. Prost.